Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, woran es liegen kann, wenn ein Kondensattrockner nicht mehr warm wird bzw. die Wäsche nicht mehr anständig trocknet. Hier ist noch ein herkömmliches Heizregister verbaut. Dort befindet sich ein Temperaturfühler drauf. Der kann auslösen oder vielmehr eine Temperatursicherung. Wenn die ausgelöst hat, heizt das Heizregister nicht mehr und das Gerät wird nicht mehr warm. Bei Wärmepumpentrocknern gibt es diese Sicherung und dieses Heizregister nicht mehr. Das passende Video für Wärmepumpentrockner packe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung. Um hinten an diese Heizung zu gelangen, müssen wir zuerst diese Rückwand entfernen. Das sind einige Schrauben, die lösen wir jetzt alle und dann schauen wir weiter. Diese oberen Schrauben, wenn wir die gelöst haben, das sind Torx 20. Danach müssen wir den Bit wechseln. Hier unten im Kunststoff sind andere Schrauben. Achtet bitte bei den Schrauben auch darauf, dass ihr euch sie etwas extra legt. Die haben unterschiedliche Gewinde, wie gesagt auch unterschiedliche Schraubenköpfe und Torx-Größen, dass ihr da hinterher nicht durcheinander kommt. Zur Not macht euch vorher noch ein Foto davon, welche Schraube wo sitzt. Wenn wir dann alle Schrauben gelöst haben, können wir diese komplette Rückwand abnehmen. Bei älteren Geräten ist das manchmal etwas verklebt. Hier haben wir noch ein relativ neues Gerät. Hier lässt sich diese Rückwand relativ gut ablösen. Schaut da drauf, hier sind noch solche Rastnasen, dass ihr die nicht wegbrecht. Da muss man hier manchmal ein kleines bisschen hebeln und das Ganze dann abziehen. Schon sehen wir hier hinten den Lüftungskanal. Hier ist der Lüfter, das Lüfterrad, das wird vom Motor angetrieben. Manchmal ist das etwas locker und kann dann Geräusche machen. Und hier oben haben wir das Heizregister. Auf dem Heizregister haben wir einmal hier den Temperaturfühler und hier haben wir die Temperatursicherung. Meistens ist es diese Temperatursicherung, die auslöst und dann kaputt ist und dafür sorgt, dass das Heizregister nicht mehr heizt. Den Temperaturfühler könnt ihr relativ einfach mit einem normalen Multimeter durchmessen. Schaltet dazu auf Widerstandsmessung. Das ist hier oben. Wenn euch das Messgerät 0L in diesem Fall anzeigen würde, das ist unterschiedlich von Messgerät zu Messgerät. Bei manchen steht auch eine 1 da. Das würde bedeuten, dass die Temperatursicherung defekt ist und ausgetauscht werden muss. Und wenn sie einen Wert zeigt, ich simuliere euch das mal, weil hier weiß ich, dass die Sicherung ganz ist. Hier sehen wir einen ganz niedrigen Wert. Das bedeutet, die Temperatursicherung ist in Ordnung und hat noch Durchgang. Die muss also nicht getauscht werden. Sollte bei euch in dem Fall diese Temperatursicherung defekt sein, tauscht sie einfach aus und dann sollte das Gerät wieder funktionieren. Wenn ihr euer Gerät dann einmal geöffnet habt, dann schaut euch gleich noch diesen Heizkanal an. Der ist links und rechts befestigt. Dort könnt ihr ihn losschrauben, könnt ihn nach hinten wegnehmen und gleich darunter alles von Flusen reinigen. Oftmals hat es einen Grund, dass diese Sicherung auslöst. Dann sind hier zu viele feuchte Flusen drin und die werden hoch in das Heizregister geschleudert, verbrennen dann hier, wenn sie trocknen und das bringt oftmals diese Temperatursicherung zum Auslösen. Ein weiterer Grund, warum diese Sicherung auslösen kann, ist dieser lose Lüfter, dieses lose Lüfterrad. Wenn das hier auf der Welle nicht mehr fest ist, dreht es sich nicht mit dem Motor, schaufelt keine Luft mehr hier rein, das Heizregister wird zu warm und auch dann löst diese Temperatursicherung aus. Hier wie gesagt haben wir noch den Temperaturfühler, der ermittelt für die Elektronik die Temperaturwerte, aber der macht im Normalfall wenig Probleme. So, dann schauen wir uns das Heizregister nochmal genauer an. Dazu schrauben wir diesen Lüfterkanal ab. Auch das sind wieder Torx-Schrauben. Achtet bitte auch darauf, das ist relativ scharfkantig, diese Bleche, dass ihr euch da nicht schneidet.
So, jetzt haben wir den Lüfterkanal abgebaut. Sehen hier das Heizregister. Das ist nochmal links und rechts befestigt. Auch das können wir lösen, um uns das Heizregister genauer anzuschauen. Wie gesagt, hier handelt es sich um ein neues Heizregister. Da sind noch keine Flusen drin. Dieses Gerät hat noch nie getrocknet. Da gibt es keine Probleme. Und wenn wir diese Schrauben gelöst haben, ist das Heizregister nur eingeklickt. Das sieht im Prinzip so aus. Bei diesem Heizregister sind die Wendeln etwas anders geformt. Die gehen auch nicht mehr ganz so leicht kaputt wie früher. Ansonsten ist es immer relativ schwierig, diese Heizregister durchzumessen, weil man hier keinen Anschlussstecker mehr hat. Hier sieht man auch nochmal wunderschön die Temperatursicherung und hier den Temperaturfühler. Wenn das Heizregister defekt ist und ihr müsstet es durchmessen, dann muss man vorsichtig hier an der Seite, wo die Anschlüsse sind, messen und kann dann die einzelnen Heizwände überprüfen. Hier seht ihr dann auch gleich das Lager vom Gerät. Das können wir uns aber sparen. Die Lager selbst machen bei diesen Geräten keine Probleme. Das wäre eventuell ein wichtiges Thema, falls ihr mal den Riemen wechseln müsst. Dann muss das Lager abgeschraubt werden, dass man die Rückwand abnehmen kann und dann den Riemen aufziehen kann. Das erkläre ich euch aber in einem anderen Video. Habt ihr hier alles kontrolliert, gegebenenfalls diese Temperatursicherung ausgetauscht, wird alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut. Das schneide ich jetzt aber etwas in dem Video zurecht, das würde sonst zu lange dauern. Wenn euch das Video gefallen hat und ich euch helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen Daumen nach oben gebt. Weitere Infos, Fehlercodes und meine E-Mail-Adresse findet ihr auf meiner neuen Seite der-servicetechniker.online. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut.